Herzensgrüße vom 1. Juli 2025. Lente. Hallo ihr Lieben. Manchmal merkt man erst, was man hat, wenn es droht zu verschwinden. Vater-Sohn-Grillen mit Schreckmoment. Auch wenn die Überschrift etwas anderes suggeriert, die Berezino Boys Bitwalker und Bitwanted grillten sich selbstverständlich nicht gegenseitig, sondern in gewohnter Vater-Sohn-Routine ihre legendären Steaks am Auffanglager. Sie hatten einen Eid darauf abgelegt, Menschenfleisch im Camp nicht zu dulden, und daran hielten sie sich auch. Aber es kam dann doch zu einer Szene, die von außen wohl komisch wirkte, aber mittendrin dürfte das Adrenalin durch die Adern geschossen sein. Es war eine dieser typischen Vater-Sohn-Szenen, die man beinahe kitschig nennen könnte, wenn sie nicht so echt wären. Das Fleisch brutzelte, die Stimmung war gut. Hätte nur noch gefehlt, dass der Senior seine Gitarre hervorholte und anfing, für seinen Sohn zu singen. Alles schien friedlich, bis plötzlich ein grelles Licht und ein lauter Knall durch die Nacht hallten. Die beiden sprangen auf, Waffen gezückt. Granatenangriff auf das Auffanglager? Nein, es war am Ende nur das Fraule. Grinsend stand sie hinter dem Zaun. Blend- und Rauchgranate hatte sie gezündet, um die beiden zu erschrecken. Scheinbar aus Spaß. Ich glaube, sie wollte wirklich nur spielen. Aber wenn man Nächte damit verbringt, das Camp zu verteidigen, fühlt sich so ein Scherz schnell falsch an. Denkt immer daran, auch eine Blendgranate kann tödlich sein. Fragt mal Karotte. Ich hoffe, sie weiß nun, dass selbst kleine Scherze wie dieser in einer Welt wie der unseren manchmal große Schatten werfen. Aber am Ende konnten die drei wohl lachen, ganz ohne Menschenfleisch, aber mit jeder Menge Rindersteak. Und das zählt. Ein Auto kehrt heim. Bitwalker hatte außerdem noch gute Nachrichten. Der schwarze Gunther, den sie vor Wochen verloren hatten, war zurück. Er bedankte sich herzlich bei der Kirche von Mortana, die ihn über Yannick und Bitwanted zurückgeführt hatten. Ich werde ihn in Ehren halten, sagte er, und ich glaube ihm das. Wer ist Silas? Im Norden knallte es erneut, die Lage blieb dort angespannt. Ob Tabasco seine Finger im Spiel hatte? Vielleicht auch Misha oder die Hütchenbande oder jemand, den wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Die Liste der Verdächtigen war zu lang, um eindeutig Schuld zuzuweisen. Whisky entwickelte währenddessen eine wilde Theorie. Was, wenn Silas gar kein Silas war? Sag mal, was, wenn Silas in Wirklichkeit Tabasco ist? Ich musste lachen. Klar, jetzt wo du es sagst, beide haben ein A im Namen, gab ich prustend zurück. Aber die Theorie ging weiter. Silas, der weiße Teddy, Tabasco, der rosafarbene Teddy. Silas meist stumm, Tabasco ebenfalls, um nicht erkannt zu werden. Wozu? Informationsbeschaffung. Zumindest damit hatte er recht. Silas bekam hier jede Menge Informationen bereitwillig geliefert und auf dem Silbertablett serviert. Aber das hieß nicht, dass er sie auch nutzte. Ich kannte Tabasco. Der hatte gewiss anderes zu tun, als mit mir Teddybären um ein Lagerfeuer zu setzen und Fische mit Kürbis und Bratäpfeln zu braten. Aber ich verstand Whiskys Gedanken. Silas war und blieb rätselhaft. Ich wusste nichts über ihn, absolut nichts. Und dann war da noch diese Botschaft. Doch ich spürte keinen Verrat, nur Stille, und ich sah seine Taten. Für mich zählte im Moment nur das. Beobachtet, nicht beschossen. Jamet, Blackline, Estilka und Pinky gingen auf Patrouille nach Mischkino. Ich freue mich, dass unser grauer Estilka wieder mal mit dabei war. Sie gingen gemeinsam Kleidung besorgen, denn die Zelte und Lager waren wie leergefegt. Dann sahen sie ihn, einen Fremden, der bewaffnet durch das Lager streifte. Ein weißes Armband, Misha vermutlich, doch es fiel kein Schuss. Richtig so, wir sind keine paramilitärische Einheit, sondern immer noch Samariter. Am Ende zog Estilka mit mir noch durch den Containerhafen und erlegte dort doch tatsächlich ein Wildschwein. Warum es sich dorthin verirrt hatte? Keine Ahnung, aber das Fleisch war willkommen. Rob, Silas und Rätsel. Rob kam kurz vorbei. Pinky begrüßte ihn an meiner Stelle, denn ich war noch unterwegs im Industriegebiet. Er sprach davon, irgendwo reingetreten zu sein. Ich verstand. Das Konfliktpotenzial im Norden stieg also wieder. Rob stattete sich aus und zog dann weiter. Als ich zurück am Camp war, trat auch Silas wieder aus seinem Verschlag und grüßte mich freundlich. Ich erwiderte den Gruß. Gemeinsam gingen wir nach dem Aufräumen etwas angeln am See. Wir saßen gemeinsam auf dem Steg, doch plötzlich wechselte Silas die Position und ging ans andere Ufer, als wolle er allein sein und nicht in meiner Nähe.
Interpretierte ich da etwas zu viel hinein? Ich kannte ihn ja gar nicht. Aber warum versetzte mir das einen kleinen Stoß? Hatte ich wirklich geglaubt, wir seien uns auch ohne Worte näher gekommen? Besonders nach Silas Warnung? Unfassbar, wie naiv ich doch sein konnte. Ich nahm das alles als selbstverständlich hin. Dabei hatte Silas doch mit Sicherheit eigene Pläne, die er verfolgte. So angelten wir schweigend, aber am Ende kam er dann doch wieder zurück und es ging gemeinsam zum Camp. Stimmung kehrt zurück mit einer Warnung. Und dann, Stimmung meldete sich über Funk. Seine Stimme war wie ein alter Song, vertraut, leichtfüßig, fast zu schön für diesen Ort. Er war regelrecht in Beresino eingelaufen, mit Auenlandmusik, ganz im guten alten Stimmungsstil. Ich musste lachen, als er mir das schilderte, aber dann wurde es ernst. Er musste seine musikalische Untermalung beenden, denn er erblickte 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, bewaffnete Überlebende in der Nähe des Camps. Sie waren schwarz gekleidet und trugen Totenkopfmasken. Einer hatte wohl eine AKM und eine VSD bei sich. Er schlich sich auf seine Art hindurch, glaubte nicht erkannt worden zu sein. Sie ließen das Camp in Frieden, aber laut ihm waren es nicht gerade die Dudes, die man mal eben fresh mit Hallo grüßt. So hat er sich, glaube ich, ausgedrückt. Auch hier wieder die Frage, wer waren sie? Definitiv nicht die Beresino Boys. Anna and Courage von Gravedigger vielleicht? Die waren doch immer mal wieder in Beresino. Oder vielleicht doch eine andere Gruppe wie die Chopio Gang? Am Ende war ich einfach froh, dass ihm nichts passiert war und die Camps noch sicher waren. Prigorodki zwischen Kürbis und Kisten. In der Nähe des Brunnens traf ich auf Teubel, der aber gut zurechtkam und auch gleich wieder weiterzog. Aber er sagte, er würde eventuell nochmal wiederkommen. Unterdessen räumte Silas im Lager auf, sortierte Autobatterien und Kanister. Ach ja, und er betätigte sich wieder künstlerisch im Essenszelt. Ich genoss es zu sehen, wie er die Früchte und Fische zu einem Gesamtbild arrangierte. Es strahlte so viel mehr aus als nur Überleben. Anschließend genoss ich die letzten Sonnenstrahlen vom Dach seines Schuppens aus. Plötzlich kletterte Silas zu mir und brachte eine Kiste mit. Er stellte sie neben mich. Darin begann er wieder einen Buchstaben nach dem anderen zu legen, aus Papier, Holz und Kürbiskern. Am Ende formte ich Lente. Ich verstand es nicht. Latein? Bestimmt. Und bestimmt wieder ein Rätsel. Ich würde nach der Bedeutung fragen müssen, aber nicht jetzt, nur langsam. Was auch immer die Bedeutung war, sie hatte Zeit. Jannik und die Frage, was bleibt. Auf dem Feld begegnete ich später nochmals Teubel, der offenbar zum Brunnen zurückgekehrt war, um sich ein letztes Mal zu erfrischen. Wir tauschten einige Worte, kurz und respektvoll, wie es seine Art war. Dann zog er wieder weiter, ruhig und bestimmt. Er schien genau zu wissen, was er wollte. Das war selten geworden in einer Welt voller Zögern und Zweifel und ich empfand es als willkommene Abwechslung. Nicht viel später kam Jannik in seiner weinroten Olga ans Camp gerollt. Er grüßte. Und Silas, er hob es drohend den Besen. Im Spaß fragte ich ihn, ob er das Auto putzen wolle. Dann bewegte er sich zur Wagentür und öffnete sie, als wolle er einsteigen. Ich weiß nicht, was in mir vorging, aber mein Körper war schneller als mein Verstand. Ich stellte mich ihm in den Weg und schloss die Tür. »Nein, bleib hier, ich brauch dich am Camp!« Die Worte waren draußen, bevor ich sie abwägen konnte, nicht in meinem üblichen, ruhigen Ton. Als stünde ich in der Position, Silas irgendwas befehlen zu dürfen. Doch es war kein Befehl, es war ein Impuls, ein Schutzreflex oder Angst. Ich sah ihn an, seine Bewegung, seinen Blick. In den letzten Tagen hatte ich so viel mit Autos und Bambis erlebt, zu viel. Die Panik kam unerwartet und heftig. Ich war noch nicht bereit, Silas wegzuwissen, nicht nach all dem. Nicht mit einem Jannik, der noch zu unschuldig für diese Welt war. Fast flehend, aber doch eine Spur zu gespielt, um nicht zu viel zu verraten, schob ich hinterher: »Was soll ich denn ohne dich am Camp machen? Wer angelt denn dann unsere Fische?« Als wäre das der einzige Grund. Aber da war mehr, viel mehr. Ich wusste nicht, ob ich Jannik schützen wollte oder Silas. Die Welt da draußen war grausam und wer schwieg, wurde oft nicht gefragt, ob er das überlebte. Oder wollte ich mich selbst schützen vor dem Verlust? Vor dem, was vielleicht bleiben würde, wenn Silas eines Tages einfach verschwand? So wie Ace? Silas blieb, schwieg wie immer. Aber er schleppte später ein Wellblech an, als wäre nichts gewesen. Ich war dankbar und traurig, denn ich dachte immer noch an Ace. Er hatte auch jeden Tag am Feuer gesessen, verlässlich, still. Und dann war er einfach nicht mehr da. Ich hoffte, es ging ihm gut, wo auch immer er gerade steckte. War ich egoistisch oder übervorsichtig? Vielleicht beides, aber es zeigte mir, wie viel mir Silas inzwischen bedeutete. Und auch Jannik.
Ich konnte nicht genau sagen, warum sich die Szene so falsch angefühlt hatte. Silas war ja schon mit General Waste unterwegs gewesen. Gefährlich, ja, aber er war zurückgekehrt. Er konnte auf sich aufpassen. Vielleicht musste ich ihn gar nicht beschützen. Vielleicht war es längst andersrum. Ich schob den Gedanken zur Seite, als er sich später mit seiner üblichen stillen Herzgeste verabschiedete und sich in seinem Schuppen schlafen legte. Als wäre alles beim Alten. Aber das war es nicht. Nicht mehr. Fotorätsel einer Erscheinung am Himmel. Black Lion schickte am Abend noch ein mysteriöses Foto. Ein Licht über dem Adder. Ein UFO? Dougys wachsames Auge? Nein, eine zu groß geratene Löwenzahnpolle. Gennarus eben. Zum Schluss endete mein Tag. Mit Müdigkeit, leiser Sorge und einem kleinen Flackern Hoffnung. Vielleicht bringt morgen eine Antwort. In diesem Sinne, bleibt wachsam und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.